Moin und herzlich willkommen auf Max Gaming Channel. Mein Name ist Max und ich möchte euch heute meine Starter Guide vorstellen. Diese Guide richtet sich an alle Neueinsteiger und Rückkehrer und basiert auf meine persönlichen Erfahrungen im Spiel Black Desert Online. Es gibt natürlich viele verschiedene Arten, wie man Black Desert spielen kann, und deswegen spreche ich hier nur meine persönlichen Empfehlungen aus. Solltet ihr Verbesserungsvorschläge haben oder einfach nur ein Feedback geben wollen, so haut die unten in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann wollen wir mal anfangen. Das Questen, Leveln, Grinden. Wir starten also in Olvia und nehmen als erstes die Tutorial-Quest an, die dann in die Hauptquestlinie des Schwarzgeistes übergeht. Dieser Schwarzgeist-Quest folgen wir durchs Land von Olvia nach Velia in Balenos, nach Heidel über Glish in Serenia, bis zur Hauptstadt Calphion und dann weiter nach Trent in Calphion. Von dort aus geht es dann weiter nach Media bis nach Valencia und dann nach Kammersilf. Wichtig ist, dass ihr alle Hauptquesten des Schwarzgeistes abschließt, weil man dadurch an das Spiel langsam herangeführt wird und man zusätzlich sinnvolle und tolle Belohnungen erhält. Unter anderem gibt es Erfahrung, Taschenerweiterungsplätze, zusätzliche Energie, Beitragspunkte XP und viele weitere nützliche Gegenstände. Ihr solltet aber trotzdem darauf achten, dass ihr regelmäßig Monster tötet, weil man dadurch gut Silber machen kann und außerdem bekommt man dadurch die wichtigen Kampfpunkte, die man zum Skillen seines Talentbaumes braucht. Tja, sind wir also Level 49 geworden, muss man dann eine Schwarzgeist-Quest absolvieren, um auf Level 50 aufsteigen zu können. Haben wir diese erfolgreich erledigt, geht es wie gewohnt weiter. Der Schwarzgeist wird euch nun in das nächste Land schicken, wo ihr die nächste Quest erhaltet. Die schnellste Art im BDO zu leveln ist immer noch stumpf Monster zu töten, also wer es nicht mag zu questen, kann auch diesen Weg einschlagen. Meine Empfehlung hier, beendet alle Hauptquesten des Schwarzgeistes und tötet nebenbei auch Monster, so habt ihr einen guten Mittelweg, um Belohnungen abzugreifen und gleichzeitig relativ schnell zu leveln. Ausrüstung. In Black Desert Online gibt es sehr viel Ausrüstung, die man verwenden kann und unterteilt sich in 5 Kategorien. Die erste Kategorie sind die Haupthandwaffen. Hier sollte man darauf achten, dass man sich am Anfang eine Haupthandwaffe zulegt, die viel Angriffskraft und Präzision gibt, denn Angriffskraft erhöht euren Schaden und Präzision bestimmt im Spiel, wie gut man ein Monster trifft und sollte immer der bevorzugte Sekundärwert beim Leveln und Grinden sein. Meine Empfehlung, besorgt euch irgendeine Haupthandwaffe mit möglichst viel AK und Präzision. Hier würde meine Wahl natürlich auf die Rosarwaffe fallen, weil sie 2 Slots für Steine besitzt und außerdem AK und Präzision erhöht. Die zweite Kategorie ist die Nebenhand. Wie bei der Haupthand sollte man bei der Nebenhand darauf achten, dass sie als Sekundärwert Präzision gibt. Da alle Waffen in Black Desert Online nur von bestimmten Klassen verwendet werden können, sollte man hier genauer hinschauen, für welche Klasse die Nebenhandwaffe vorgesehen ist. Hier kann ich natürlich keine Empfehlung geben, da die Nebenhandwaffen für die meisten Klassen unterschiedlich sind. Die dritte Kategorie ist die erweckte Waffe, auch genannt Awakening. Mit Level 56 erhält man eine Quest durch den Schwarzgeist, womit man nach Beendigung dieser Questreihe eine blaue und eine Stufe 10 grüne erweckte Waffe erhält. Hier hat man jetzt 2 Möglichkeiten zu wählen, welche Waffe man zukünftig benutzen möchte. Meine Empfehlung wäre hier, die grüne Waffe zu nehmen, da sie viel günstiger und leichter aufzuwerten ist. Den Händler übrigens für die grüne Awakening-Waffe findet man in Altinuva und heißt Tulem. Die blaue Waffe besitzt zwar mehr Angriffskraft, kostet aber dementsprechend auch mehr. Daher lohnt es sich in meinen Augen nicht, die blaue erweckte Waffe zu bevorzugen. Die vierte Kategorie ist die Rüstung. Zur Rüstung gibt es eigentlich nicht viel zu beachten, außer dass sie 2 Slots für Steine besitzen sollte. Im Grunde kann man am Anfang jegliche Rüstung nehmen, sollte aber später auf eine optimalere Rüstung wechseln. Meine Empfehlung wäre hier die Grunil-Rüstung, da sie eine sehr gute Allrounder-Rüstung darstellt, die 2 Slots besitzt und auch noch Angriffskraft und Leben als Set-Bonus bereitstellt. Eine interessante Alternative wäre auch eine Mischung aus Grunil und Heberüstung der Stärke, weil man hier aus beiden Sets die besten Bonis erhält. Die 5. Kategorie ist der Schmuck. Hier gibt es ebenfalls nicht viel zu beachten, da bis Level 35 man nicht unbedingt auf Schmuck angewiesen ist und durch die Hauptquestreihe des Schwarzgeistes oder Loot von Monstern Schmuck erhält. Sobald man in Calphion-Stadt ankommt, kann man beim Händler Schmuck erwerben. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, direkt beim nächsten Marktplatz Schmuck zu kaufen. Meine Empfehlung,
Wenn ihr euch beim Marktplatz vor Level 35 Schmuck holen wollt, dann würde ich mir den roten Korallenring und den Mesto-Ohrring holen. Ansonsten geht zum Händler in Calphion und kauft euch dort das Schmuckset. Am besten schaut ihr euch mal die Tabellen an, die ich euch zur Ausrüstung unter dem Video gelinkt habe. Vielleicht helfen sie dem einen oder anderen. Sollte es Verbesserungsvorschläge geben, dann schreibt mir unter dem Video euer Feedback. Aufwerten, Verzauberung, upgraden. In Black Desert Online kann man die Ausrüstung auf zwei verschiedene Arten verbessern. Die erste Möglichkeit ist das Aufwerten des Grades der Ausrüstung, was bedeutet, dass man bestimmte Ausrüstung von der Farbe her ändern kann und dadurch die Eigenschaften des Gegenstandes verbessert, also von grün zu blau, von blau zu gold. Um den Grad der Ausrüstung zu erhöhen, nutzt man einen ultimativen Verbesserungsstein für Waffen oder Rüstungen. Und wie bekommt man nun solche Verbesserungssteine? Ganz einfach, entweder man kauft sie im Marktplatz oder man stellt sie über das Produktionsmenü Taste L durch Einschmelzen eines scharfen oder harten Schwarzkristallsplitters plus 10 Stufe 3 Waffen oder Rüstungsverbesserungssteine her. Die übrigens bekommt man zum Beispiel durch Jägersiegel in Tarif eingetauscht. Die zweite Möglichkeit, um Ausrüstung aufzuwerten, ist das Verstärken des Gegenstandes mit Stufen, denn dadurch erhöht man die Werte des jeweiligen Gegenstandes. Es gibt insgesamt 20 Verstärkungsstufen, die man auf der Ausrüstung erreichen kann. Für die ersten plus 15 Stufen nutzt man einfache Schwarzsteine für Waffen oder Rüstungen. Ab Stufe 16, auch genannt Mon, bis Stufe 20, genannt Pen, nutzt man konzentrierte magische Schwarzsteine, die man wiederum aus einem scharfen oder harten Schwarzkristallsplitter plus 2 einfache Schwarzsteine mit Hilfe des Produktionsmenüs Taste L einschmelzt. Haben wir genügend Steine nun vorrätig, öffnen wir den Schwarzgeist, gehen dort auf das Verstärkungsmenü, legen den Gegenstand und einen Schwarzstein in die Slots und drücken auf Verstärken. Waffen kann man bis plus 7 sicher aufwerten, Rüstungen bis Stufe 5. Wenn euch das Aufwerten bzw. Verstärken der Ausrüstung interessiert, dann schaut euch mal meine Guide zur Verbesserung der Ausrüstung an, die habe ich unter dem Video ebenfalls für euch gelinkt. Energie- und Beitragspunkte. Diese beiden Arten von Punkten werden im späteren Spiel sehr wichtig, da man dadurch seine Berufe besser ausüben und seine Wirtschaft ausbauen und verbessern kann, was wiederum bedeutet, dass man sehr viel Silber damit verdient und Silber ist in Black Desert Online sehr wichtig. Wie die Kampfpunkte werden auch die Energie- und Beitragspunkte oben links im Bildschirm angezeigt. Der Unterschied zwischen Energie- und Beitragspunkte besteht darin, dass man Energiepunkte durch Wissen erhält, was man durch das Ansprechen von NPCs, das Entdecken von Orten bzw. Nodes, das Töten von Monstern, durch Questen und das Lesen von Büchern erreicht. Am besten ihr schaut mal ins Abenteuerhandbuch, die Taste H, um herauszufinden, woher ihr noch weiteres Wissen bekommen könnt. Beitragspunkte wiederum erhält man in Form von Beitragspunkte-Erfahrung durch das Absolvieren von Questen und durch das Ausüben von Berufen. Ist der Balken voll, erhält man dann einen weiteren Beitragspunkt und man kann wiederum eine weitere Not aktivieren oder ein weiteres Gebäude in einer Stadt erwerben. Tipps und Tricks. Solltet ihr euch nicht entscheiden können, welche Klasse ihr spielen wollt, dann könnt ihr ja mal einen Blick auf meine Klassentabelle werfen, die ich euch unter dem Video linken werde. Vielleicht hilft sie ja euch bei eurer Entscheidung ein wenig weiter. Wichtig: alle Klassen im Black Desert sind gut spielbar, deswegen ist jede Klasse auch nur so gut wie der Spieler, der dahinter sitzt. Wer seine Ausrüstung aufwerten möchte, sollte alle Schwarzsteine, Schwarzkristallsplitter, Erinnerungsfragmente und Rollenteile behalten. Wer aber keine Lust hat, seine Ausrüstung zu verstärken, sondern lieber die verstärkten Gegenstände im Marktplatz kaufen möchte, der kann alle Schwarzsteine, Rollenteile und Erinnerungsfragmente verkaufen. Aber Achtung! Das Erwerben von verstärkter Ausrüstung im Marktplatz kann sehr lange dauern und sehr kostspielig sein. Nutzt Buff-Food, Tränke und Elixiere, die am Anfang die Erfahrung erhöhen und extra Bonis geben. Macht auf jeden Fall alle Weltbosse, denn da gibt es die begehrten Bossteile und natürlich auch Silber und andere sinnvolle Gegenstände. Belegt alle Charakterslots mit Charakteren, da jeder Charakter einen eigenen Energiepool besitzt, womit man später beim Nachthändler die Anzahl der Versuche erhöht, um an Schwarzsteine oder an Bossteile zu kommen. Achtung, man benötigt zusätzlich viel Silber. Schaut auf die Weltkarte, wenn ihr wissen wollt, wo ihr als nächstes leveln könnt. Dort sind die Level bis Level 50 angegeben, danach entscheiden die AP darüber, wo man am besten grinden kann. Einfach euer Level und eure AP mit den angegebenen Werten auf der Karte vergleichen und los geht's. Sollte jemand im Ingame-Shop echtes Geld investieren wollen,
Dann meine Empfehlung, holt euch als erstes einige Begleiter, maximal an der Anzahl 5. Habt ihr dann noch Geld übrig, empfehle ich euch die Gewichtserweiterung. Achtung, die sind charaktergebunden. Oder die Lagermites, die man natürlich auch auf dem ganzen Account benutzen kann, wie die Begleiter. So, und damit sind wir auch schon am Ende meiner Starter Guide angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir hören uns in der nächsten Guide. Be fair, be cool, euer Mad Max.